So, hallo liebe Freunde, ja, wir haben letztes Mal über Fitness Bodybuilding gesprochen, die unnötige Streitigkeiten, wo da sind, ja. Die gibt es in der Kampfkunst, Kampfsport ja auch, ja. Und aber egal wie übel die Streitigkeiten im Fitness Bodybuilding sind, im Kampfsport, in der Kampfkunst sind die Streitigkeiten sogar noch viel mehr höher und viel mehr extremer. Nach meinem Empfinden definitiv, und ich denke, ist auch so, man mag es ja. Und da gehen auch wirklich üble Sachen ab. Ja. Und das Gleiche, was fürs Fitness Bodybuilding gilt, egal wo man steht, vom Status her, für irgendjemand bist du schon ein Vorbild. Man muss halt auch vernünftig sein, denn das repräsentieren, was man möchte. Ja. Wenn man sich gegenseitig schlecht möchte, dann tut man auch, nämlich ist man ein ganz schlechter Vertreter für das, was man eigentlich vertritt. Ja. Oder eigentlich vernünftig vertreten soll. Ja. Weil, und im Fitness Bodybuilding hinten aus eigentlich das Gleiche. Da gibt es auch Leute, die denken schlecht über das. Und da gibt es auch Leute, die denken positiv über das. Aber Fitness Bodybuilding, Kampfkunstsport, die müssen mit den gleichen Klischees kämpfen bei vielen Leuten. Ja. Und das sind so Vorteile, die eigentlich so auf die meisten nicht stimmen. Wie zum Beispiel, die wären dumm und es werden nur Schläger und er hat nichts im Kopf und so weiter. Und da hat mit den Klischees kämpfen Bodybuilder, da kämpfen aber auch Kampfkunstsportler dagegen. Ja. Und nur wenn man sich gegenseitig schlecht macht, ja, dann tut man ja das falsche Image, die Klischees sogar noch unterstreichen. Ja. Ja. Das ist Kampfkunstsport ja auch so, dass sich verschiedene Stile sich gegenseitig schlecht machen hat und jeder hat den Stil, der Stile, und finde ich unvernünftig, weil ein anderer Stil kann ein anderer Weg gehen, aber es kann genauso richtig sein. Ja. Und von der vernünftige Miteinander sollte man halt nicht pflegen. Und die Kampfkunstsportphilosophie sagt ja auch was anderes, wie viele sich dann verhalten. Ja. Und da muss man entscheiden, entweder mache ich das richtig, das heißt Wing Chun oder irgendwelche andere Stile, Aikido, Kickboxer, MMA, UFC, da gibt es ja so viele Stile, Taekwondo, Karate, also nicht UFC, MMA wollte ich sagen. UFC ist ja die oberste Liga vom MMA, da haben wir jetzt versprochen. Und dann sollte man halt auch den Stil, wo man vertritt, auch vernünftig vertreten. Und entweder du das vernünftig vertreten und oder man spielt die letzte Schwester und möchte über andere lächerlich. Ja, aber beides Gott geht halt nicht, weil und das ist also auf die Gemeinheit bezogen, wie sich viele dann sich auch verhalten. Weil wenn man einen Kampfstil macht, egal welcher, und du dann über andere lässt und sie über die lustig machen, dann kommt es immer auf einen selber wieder zurück und auf den Stil, den man möchte. Dann tut man, weil wenn man sich vernünftig verhält und dann auch fair sich verhält, sei es in der Öffentlichkeit und sei es in seinem Umfeld, dann wird es einem positiver so ein Zurückspiel, wo man auch positiv auf den Stil, wo man möchte, auch auf den positiv vom Image übertragen wird. Wenn man was Negatives möchte, dann wird es negativ auf den Stil übertragen, den man macht, und das ist halt dementsprechend auch nicht gut, weil das Negative spricht sich schneller rum wie was Positives. So sind halt Menschen. Ja. Und von daher wenn man schon mit Herzblut und Kampfstil ausfüllt und immer voll dabei ist, ja, dann immer sich so gebührend sich verhalten, dass die Leute sagen, ah ja, das ist ein sauberer Mensch, ein feiner Mensch, und der Kampfstil, den er möchte, der wird bestimmt auch was für mich sein. Weil so kann man Werbung machen, dass man Leute die Chance gibt, sowas zu erlernen, dass sie sich was machen für ihr Fitness, für ihre innere Balance, und man damit auch unterstreicht das gesunde Miteinander, damit man die Zukunft besser gestalten kann. Ja? Weil die Philosophie der ganzen Kampfstile, sei es aus Fernostasien oder aus Europa, oder auch ja, aus
Amerika, sonst wo, von mir aus auf Nordpol, ja, die geben den Menschen was mit. Und wenn wir zusammenhalten, egal welcher Stil, dann können wir untereinander viel lernen. Ja. Das ist so für mich das Statement. Und so wie ich das letzte Mal zum Fitness-Bodybuilding gesagt hat, man sollte es ja vernünftig repräsentieren, was man da eigentlich vermittelt. Ja. Und da muss man sagen, wenn der Mann steht mit Herzblut und will das auch richtig vermitteln, ja, oder mach Hartz IV TV und dem Kampfstil, den man ausübt, nichts Gutes vom Image damit. Da muss man sich, das wird man sich im Klaren sein. Ja, und ja. Und er hat immer weit alles gesprochen. Heute mache ich Schulter-Nageltraining, Bizepstraining und Po-Training. Ja. Und ich da auch pünktlich heimkomme, weil mich interessiert ist, heute war der Wahltag. Ja. Wie die Wahlergebnisse rauskommen, weil das ist jetzt interessant, weil mit der Industriekrise war jetzt letztes Jahr ziemlich angepisst, dass man keinen Arbeitsplatz findet, ist Gott auf die anderen Berufszweige auch nieder. Wer holt sich einen Handwerker heim oder wer baut an, wer kauft noch, wer kann noch essen, wer möchte noch groß Urlaub, wenn er keinen Job hat und die Lebensmittel teurer sind. Also wenn Industrie kriselt, dann geht es natürlich vom Finanziellen auf andere Berufszweige, die dann auch niedergehen. Wenn leider in unserer City die zumacht, die es Jahrzehnte gibt, da gibt es auch Fotogeschäfte, da gibt es 100 Jahre schon. Da möchte bald bankrott. Ja klar. Wer kein Geld hat, der lässt sich auch keine Fotos entwickeln oder kauft sich einen Fotoapparat und so weiter. Also das hängt alles zusammen. Ja. Und Arbeitsplatz ist wichtig, dass man finanziell einen vollen Kühlschrank hat, auch seine Zukunft, Schulter abzahlt und seine Zukunftsversionen auch im Blickfeld hat. Ja. So, jetzt haben wir mal ein anderes Thema hineingerutscht. Auf jeden Fall denke ich halt so, dass gerade mal, wenn man so Kampfkunstsport möchte, dass man das vernünftig repräsentieren soll und dass man das auch, wenn man gesellschaftlich über andere spricht, oder wenn man sich überhaupt gesellschaftlich verhält, dass das eine große Aussage hat zu dem Stil, wo man möchte. Ja? Also, ich wünsche euch was, liebe Freunde.